Selbstbezogen, großspurig, schnell gekränkt. Wenn Donald Trump als Präsident in der Öffentlichkeit war, verkörperte er die narzisstische Persönlichkeit. Die Frage, was macht Narzissmus mit den Menschen, treibt Emanuel Jauch an. Dazu führte Jauch eine Online-Befragung durch. Er stellte den Teilnehmern Fragen zu ihrem narzisstischen Potenzial. Krankhafter Narzissmus ist eine definierte Persönlichkeitsstörung. Eine Studie zeigte, dass Narzissten weniger graue Hirnsubstanz in der Großhirnrinde aufweisen, dort wo Empathie und Mitgefühl verarbeitet werden. Auch Jauch legte Versuchspersonen mit narzisstischen Eigenschaften ins MRT. Dort sahen die Probanden plötzlich ein Foto von sich selbst. Und was passierte da im Gehirn? Die Erwartung wäre, Menschen, die sich selbst großartig finden, schwelgen nun im neuronalen Glück. Aber im Gegenteil. Jauch fand verstärkt Stimulationen von Hirnregionen, in denen Gefühle wie Angst und Scham verarbeitet werden. Wir können vermuten, dass es diese Sollbruchstellen im Selbstbild sind. Also dass das Selbstbild nicht wirklich so positiv ist, wie die Personen das nach außen hin behaupten würden. Narziss war verflucht, sich unsterblich in sein eigenes Spiegelbild im Wasser zu verlieben. In einer anderen Version des Mythos erschrickt er beim Anblick seiner Spiegelung zu Tode. Ein passendes Bild, meint Jauch. Denn Narzissmus kann Unsicherheit und geringen Selbstwert überdecken. Solche Ergebnisse fand der Psychologe auch bei seiner Smartphone-Studie. Hier gaben die Teilnehmer per Handy Rückmeldungen über ihr Alltagserleben. Es zeigte sich, dass Narzissten weniger resilient, sozial stabil sind. Schon durch kleinste Kränkungen wird ihr Alltag zur Achterbahnfahrt. Also, sollten wir Mitleid haben mit den armen Narzissten? Jeder sei ein bisschen narzisstisch, sagt Jauch. Doch wir sehen es immer nur bei anderen. Ja, das ist ein wirklich kluger Satz. Und wir wollen das noch vertiefen mit Juliane Konrad, Psychologin und Familientherapeutin. Hallo, Frau Konrad. Hallo. Mein ganz persönlicher Eindruck ist, Menschen werden relativ schnell als Narzissten bezeichnet. Deswegen die Frage, wie viel Narzissmus ist vielleicht noch normal und wann wird es dann wirklich krankhaft? Also man kann sich Narzissmus oder narzisstische Eigenschaften wie ein Kontinuum vorstellen. Also jeder Mensch hat narzisstische Eigenschaften. Die einen eben etwas mehr, die anderen etwas weniger. Und es ist vollkommen normal, ein bisschen selbstverliebt zu sein oder Kritik erstmal als unangenehm zu empfinden oder sich über Bewunderung zu freuen. Und auch eine hohe Anspruchshaltung oder höhere Anspruchshaltung ist vollkommen okay. Schwierig oder pathologisch wird es dann, wenn diese Eigenschaften extreme Ausmaße annehmen. Also wenn ein Mensch zum Beispiel gar nicht fähig ist, Mitgefühl zu zeigen oder die eigenen Bedürfnisse überhaupt nicht zurückstellen kann. Und tatsächlich spricht man von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung auch erst dann, wenn mehrere narzisstische Eigenschaften wirklich deutlich ausgeprägt sind, nicht nur eine. Und äußert sich Narzissmus bei Männern genauso wie bei Frauen oder gibt es da so typische Unterschiede? Also man unterscheidet zwei Typen von Narzissmus. Es gibt den grandiosen Typ, das ist das, was man in klassischer Weise unter Narzissmus versteht. Und es gibt den vulnerablen Typ. Und man sagt, dass Frauen eher zu dem vulnerablen Typ tendieren. Und der Unterschied ist der, dass Menschen diesen Typs eher introvertiert wirken. Also nach außen hin eigentlich erstmal gar nicht narzisstisch, eher auch ein bisschen ängstlich und tatsächlich aber auch sehr selbstbezogen sind und eigentlich immer eine Sonderbehandlung erwarten. Also schnell frustriert reagieren zum Beispiel, wenn sie nicht bevorzugt behandelt werden. Und eben auch sich sehr schwer tun, Mitgefühl zu empfinden für andere und wenig echtes Interesse auch zeigen für andere Menschen. Also der narzisstische Typ, der das Gegenteil von Donald Trump ist sozusagen. Geht ein krankhafter Narzisst oder eine krankhafte Narzisstin dann vielleicht auch in eine Therapie oder versteht er oder sie das gar nicht wegen seiner Krankheit, dass er oder sie mal in eine Therapie müsste?
Also in der Regel begibt sich eher das Umfeld oder Personen aus dem Umfeld in Therapie. Also ein Narzisst würde keine Therapie aussuchen wegen des Narzissmus. Also der sieht normalerweise kein Problem in seinem eigenen Verhalten. Aber Narzissten, die meisten Narzissten leiden früher oder später irgendwann mal an einer Depression, weil sie Niederlagen schwer tragen können. Also eine Trennung zum Beispiel oder Jobverlust oder auch einfach nur das Älterwerden kann schwere Krisen auslösen in einem Narzisst. Und manchmal begeben die sich dann deshalb in Therapie und also oft ganz ohne sich ihres Narzissmus bewusst zu sein. Und wie kann dann so eine Therapie aussehen? Also der Therapeut würde das problematische Verhalten des Narzissten nicht moralisch werten. Das würde sehr schnell zu einem Therapieabbruch führen, sondern er würde versuchen, ganz gezielt eben bestimmte schwierige Erfahrungen oder eben Probleme des Patienten anzuschauen und daran dann dysfunktionale Verhaltensweisen identifizieren. Und dann kann der Patient lernen, eben auf neue Art und Weise zu reagieren in schwierigen Situationen. Geht das denn? Kann man Mitgefühl lernen? Also wenn der Therapeut es schafft, an die verletzliche Seite des Patienten ranzukommen oder wenn der Patient es schafft oder einen Zugang findet zu den eigenen unangenehmen Gefühlen, die er so vehement versucht zu unterdrücken und lernt, diese zu verstehen und anzuerkennen, dann wird es ihm auch leichter fallen, sich in die Gefühle anderer hineinzuversetzen. Und noch frage mir da bitte um eine kurze Antwort, wo kommt Narzissmus her? Also vielleicht ein Grund, wie sowas entstehen kann? Man vermutet, dass Narzissten in der Regel in ihrer frühen Kindheit nur sehr, sehr wenig Empathie und Zuwendung erfahren haben. Und dass das eben dazu führte, dass sie kein gesundes, stabiles Selbstbewusstsein aufbauen konnten, was sie dann eben so mit so viel Kraft versuchen zu kompensieren. Spannende Analysen zu diesem Thema von Juliane Konrad. Dankeschön Ihnen. Also auch, ich muss sagen, ich habe gelernt, ein Hauch von Narzissmus ist normal oder gesund, sagt ja die Psychologin, macht vielleicht selbstbewusst. Was ich auch noch nicht wusste, ist, es gibt auch schüchterne Narzisstinnen und Narzissten. Und problematisch wird es vor allem oder krankhaft, wenn Menschen sich vor lauter Selbstbezogenheit nicht mehr um die Bedürfnisse ihrer Mitmenschen kümmern.